Alien Investor präsentiert. Willkommen an Bord, Freunde. Heute geht es um Aktien, genauer gesagt darum, wie ich ein Unternehmen prüfe, bevor auch nur 1 Euro den Laderaum verlässt. Kommandant, eine Meldung von der Erde. Eine Wasserstoffaktie plus 300% in einem Jahr. Alle reden darüber. Schön für Sie. Und womit verdient die Firma ihr Geld? Dazu finde ich in den Foren nichts, Kommandant. Nur Kursziele und große Versprechen. Eben. Genau darum geht es heute. Wer nur Kursziele liest, kauft Geschichten. Wer Eigentümer werden will, prüft das Geschäft. Thorsten zeigt euch mein Raster. 6 Schritte, 2 Fallen. Los geht es. Danke, Commander. Eines vorab, wie immer, das hier ist keine Anlageberatung und alle Unternehmen, die gleich vorkommen, sind Beispiele aus den Analysen des Commanders, keine Kaufempfehlungen. Und jetzt schauen wir uns an, wie man ein Unternehmen wirklich prüft. 1. Schnell reich, schnell arm. Die meisten Menschen kaufen keine Unternehmen. Sie kaufen Geschichten. Den Solarhype, den Wasserstoffhype, die heiße Tech-Aktie, die gerade überall herumgereicht wird. Ein Kursziel aus einem Video, dazu 3 Raketen, fertig ist die Anlagenscheidung. Der Plan dahinter, schnell reich werden. Das Ergebnis in den meisten Fällen schnell arm. Denn wer eine Geschichte kauft, besitzt nichts, woran er sich festhalten kann, wenn der Kurs fällt. Fällt die Trendaktie um 50%, weiß er nicht, ob das eine Kaufgelegenheit ist oder der Anfang vom Ende. Er kann es nicht wissen, denn er hat nie geprüft, was er da eigentlich besitzt. So geht der Commander nicht vor. In diesem Video bekommst du sein Raster, 6 Schritte, die aus einem Aktienkäufer einen Eigentümer machen. Und 2 Fallen, in die selbst erfahrene Anleger regelmäßig tappen. 2. Die Eigentümerbrille. Stell dir vor, du willst den Imbiss an der Ecke kaufen. Würdest du den Kaufpreis überweisen, weil ein Fremder im Internet ein Kursziel für Imbissbuden genannt hat? Natürlich nicht. Du würdest fragen, womit verdient der Laden sein Geld? Wie liefen die letzten Jahre? Liegen Schulden auf dem Geschäft? Und was macht die Konkurrenz auf der anderen Straßenseite? Erst danach würdest du über den Preis reden. Genau diese Fragen sind das Raster. Eine Aktie ist nichts anderes als ein Stück von so einem Laden, nur größer, Maschinen, Marken, Patente, Verträge und Menschen, die jeden Tag etwas herstellen und verkaufen. Eine Aktie ist ein Stück Unternehmen, kein blinkender Kurs. Wer das verinnerlicht, entscheidet anders. Ein Kurs, der um 30% fällt, ist für den Zocker ein Verlust. Für den Eigentümer ist er nur dann ein Problem, wenn das Unternehmen dahinter schlechter geworden ist. 3. Verstehen, Geschäft, Geschichte, Bilanz. Schritt 1. Das Geschäftsmodell. Beschreibe in 2, 3 Sätzen, womit die Firma Geld verdient. Wer bezahlt, wofür und warum immer wieder. Gelingt dir diese Beschreibung nicht, ist die Analyse an dieser Stelle vorbei. Was du nicht erklären kannst, kannst du auch nicht beurteilen. Schritt 2. Die Entwicklung. Sieh dir Umsatz und Gewinn über mindestens 10 Jahre an, nicht über 2 Quartale. 10 Jahre enthalten fast immer eine Krise und genau dort siehst du, was das Geschäft wirklich aushält. Schritt 3. Profitabilität und Bilanz. Wie viel vom Umsatz bleibt als Marge übrig? Wie viel davon kommt als freier Cashflow tatsächlich an? Und wie ist das alles finanziert? Der Commander nennt eine Bilanz mit wenig Schulden und gut gefüllter Kasse eine Panzerbilanz. Ein profitables Unternehmen mit Nettokasse übersteht Stürme, die einen verschuldeten Wettbewerber zerbrechen. 4. Der Burggraben. Jetzt kommt die wichtigste Frage der ganzen Analyse. Was hält Wettbewerber davon ab, diesem Unternehmen seine Gewinne wegzunehmen? 3 Beispiele aus den Analysen des Commanders. Der Aufzughersteller Schindler, er verdient nicht am verkauften Aufzug, sondern an Wartung, Reparatur und Modernisierung über die gesamte Lebensdauer der Anlage. Die installierte Basis ist der Graben und der Wettbewerb um sie läuft nicht auf der Baustelle, sondern beim Wartungsvertrag. Der amerikanische Bestatter Service Corporation International, ein Bestattungsinstitut, kann jeder aufmachen, einen Friedhof nicht. Land, Genehmigungen und Kapital sind die Hürde und in gewachsenen Lagen ist geeignete Fläche knapp und teuer. Wer sie dort schon hält, hat einen Vorsprung, den ein Wettbewerber nicht einfach nachkaufen kann. Und Wheaton Precious Metals, das Unternehmen finanziert Minen vor und erhält dafür langfristige Lieferrechte für Gold und Silber zu fest vereinbarten Kosten mit wenigen Dutzend Mitarbeitern und ohne eine einzige eigene Grube. Hier ist das Geschäftsmodell selbst der Graben.
Der Test für deine eigene Analyse: kannst du den Burggraben benennen, ohne die Wörter Marke oder Qualität zu benutzen? Wenn nicht, hast du vermutlich keinen gefunden. Von Der Preis und die ehrliche Risikospalte. Erst jetzt, mit dem Verständnis aus den ersten 4 Schritten, kommt der Preis. Schritt 5: die Bewertung. Setze das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Beziehung zur eigenen Geschichte des Unternehmens und zu vergleichbaren Wettbewerbern, nicht zu einer abstrakten Faustregel. Dabei wirst du ein Muster erkennen. Hervorragende Unternehmen sind fast nie billig. Diese Qualitätsprämie ist kein Betrug. Sie ist der Preis für Vorhersehbarkeit. Die Frage ist nicht, ob du sie zahlst, sondern ob sie angemessen ist. Schritt 6: Chancen und Risiken. Schreibe beide Seiten auf, ehrlich und konkret. Was muss passieren, damit die Investition gelingt, und was kann sie scheitern lassen? Wenn in deiner Risikospalte nur steht, der Markt könnte fallen, dann hast du nicht lange genug gesucht. Es gibt immer ein echtes Gegenargument. Und du willst es kennen, bevor der Markt es kennt. 6: die 2 Fallen. 2 Fallen bleiben und keine Kennzahl der Welt entschärft sie für dich. Falle 1: das blind gelesene Kurs-Gewinn-Verhältnis. Der ausgewiesene Gewinn ist eine Rechengröße mit Eigenheiten. Berkshire Hathaway zum Beispiel muss seit 2018 die Kursschwankungen seines riesigen Aktienportfolios in die Gewinnrechnung aufnehmen, obwohl keine einzige Aktie verkauft wurde. In guten Börsenjahren sieht der Konzern dadurch absurd billig aus, in schlechten tiefrot. Beides sagt über das laufende Geschäft gar nichts. Warren Buffett selbst dreht deshalb, auf das operative Ergebnis zu schauen. Falle 2: der Zykliker. Bei Unternehmen, deren Gewinne mit den Rohstoffpreisen schwanken, dreht sich die Logik um. Am Gewinngipfel sieht die Aktie spottbillig aus, am Gewinntief unbezahlbar teuer und beides führt in die Irre. Der Düngemittelhersteller Mosaic hat es vorgeführt, der Gewinn je Aktie fiel von gut $10 im Ausnahmejahr auf unter $2. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wirkte hoch, während die Aktie zugleich unter ihrem Buchwert zu haben war. Reale Fabriken und Minen bewertet unter ihrem Bilanzwert. Bei Zykliken hilft nur ein über den Zyklus gemitteltes Ergebnis. Und selbst das ist eine Größenordnung, keine präzise Zahl. 7: das Werkzeug, der Alien Analyzer. Die Zahlen für all diese Schritte musst du nicht von Hand zusammensuchen. Der Commander hat dafür ein eigenes Werkzeug gebaut, den Alien Analyzer. Kostenlos im Browser, ohne Anmeldung, ohne Abo, ohne Schlüssel. Du gibst einen Ticker ein und siehst den fairen Wert aus Gewinn und historischem Kurs-Gewinn-Verhältnis direkt über den Kurs, dazu die Bewertungskennzahlen im Zeitverlauf, die Dividendenhistorie und einen Qualitätscheck mit Ampeln für Rendite, Margen und Verschuldung. Am Ende ordnet das Tool die Zahlen in Klartext ein. Eines ersetzt es mit Absicht nicht, den Geschäftsbericht. Es beschleunigt den ersten Blick, das Urteil bleibt bei dir. Und es ist ein Großprojekt in laufender Entwicklung. Aktienanalyse ist komplex, fast jedes Unternehmen bringt Spezialfälle mit. Banken bilanzieren anders als Minenkonzerne, Holdings anders als Softwarefirmen. Deshalb die Bitte des Commanders an alle Aktionäre: testet den Analyzer mit euren Unternehmen. Wenn euch etwas fehlt oder falsch vorkommt, schickt ihm Feedback und Fehlerberichte. Jede Meldung macht das Werkzeug für alle besser. Der Link steht in der Beschreibung. 8: wenige, aber richtig. Zum Schluss das Prinzip, das hinter dem ganzen Raster steht. Der Commander hält wenige Unternehmen und die kennt er dafür richtig. Denn es ist besser, wenige Unternehmen wirklich zu verstehen, als viele zu besitzen und keines zu kennen. Das Raster liefert dir nämlich nicht nur eine Kaufentscheidung. Es liefert dir Haltekraft. Wenn du weißt, was du hast und weißt, dass es gut ist, dann hältst du auch die harten Zeiten durch, ohne in Angst zu verkaufen. Der Markt testet jeden Eigentümer irgendwann. Wer nur eine Geschichte gekauft hat, verkauft im Crash. Wer das Geschäft geprüft hat, hält durch und kauft im besten Fall sogar nach. Arbeite das Raster einmal vollständig durch, von der ersten Frage bis zur ehrlichen Risikospalte, und du wirst den Unterschied merken. Du liest keine Kursziele mehr. Du prüfst Argumente. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit. Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Alien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass. Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung.
Ich sage euch ganz offen, auch ich habe schon zu teuer gekauft und mich in einer These verkalkuliert. Die Börse lehrt dich Demut. Aber meine Analysen haben mich bis heute vor jedem Totalverlust bewahrt und unterm Strich steht deutlich mehr Gewinn als Verlust. Das ist der Sinn der Sache. Commander, auf der Website liegen alle deine Analysen nach genau diesem Raster. Kostenlos und für jeden lesbar. Richtig, und wenn ihr ein Unternehmen im Depot oder auf der Beobachtungsliste habt, das dort fehlt, eure Wunschaktie analysiere ich auf Bestellung zum Festpreis. Die Details stehen in der Beschreibung und testet den Alien Analyzer. Jeder Fehlerbericht und jedes Feedback macht ihn besser. Und wer das ganze System will, Bitcoin, Aktien und echtes Eigentum, der findet alles im 3. Buch von Commander, das dezentrale System. Kenne wenige Unternehmen richtig, statt viele zu besitzen und keines zu verstehen. Dann trägst du auch die harten Zeiten. Vertraue niemanden, manage deine Finanzen selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und Links in der Beschreibung benutzen, um den Kanal zu unterstützen. Und falls du es noch nicht wusstest, auf alieninvestor.org findest du das alles selbst. Mein Bitcoin-Steuertool, mit dem du deine Steuer ohne fremde Hilfe machst, der Alien Analyzer, der dir Aktien wie Apple auf Herz und Nieren prüft, meine Aktienanalysen und meine laufenden Bitcoin-Kursanalysen, der Powerlaw Chart und mein Mission Control Dashboard, meine Blogartikel zu allen wichtigen Themen, meine Apps im Nostr App Store, frei von Google und Apple, meine Bücher, direkt bei mir oder als Kindle und das Alien Phone, ein Handy mit vorinstallierten Graphene OS, ein Ort, ein Ziel, deine digitale Souveränität.